was die Bayern gemacht haben, ist, bevor wir überhaupt am Ball gekommen sind, haben sie schon, ohne zu versuchen, den Ball zu spielen, haben sie schon zugetreten. Die Saison 2000/2001. Der Titelkampf spannend wie selten. Am 28. Spieltag kommt der FC Bayern als Tabellenführer nach Dortmund. Der BVB hat nur einen Punkt Rückstand. Entsprechend aufgeladen die Stimmung. Am Ende steht ein Bundesliga-Rekord. Im Spiel habe ich das jetzt gar nicht so bewusst wahrgenommen, ehrlich gesagt. Ich wusste, dass da schon viele Karten gezuckt wurden, aber ich wusste jetzt nicht, dass das jetzt die meisten Karten in einem Spiel waren. Das habe ich jetzt im Nachhinein erst erfahren. Zwei Teams, die sich nichts schenken, wie bei einem Schwergewichtsboxkampf über 12 Runden. Mittendrin Otto Addo. Ich bin auch ein Typ, der sehr, sehr viel dribbelt und das auch ein Stück weit auch provoziert hat. Und war an diesem Tag häufig nur mit Foul zu stoppen. Nach dem frühen Führungstor der Münchner übernimmt der BVB das Kommando. Die Bayern wissen sich oft nur mit übertriebener Härte zu helfen. Ich glaube schon, dass die Bayern auch einen gewissen Respekt vor uns hatten. Und wenn sie in der einen oder anderen Situation nicht gefoult hätten, dann wären wir schon schneller durchgekommen, hätten auch die eine oder andere Torchance mehr herausgespielt. Nach einer Viertelstunde beginnt das historische Kartenspiel. Kufur sieht gelb. Er unterbindet das schnelle Weiterspielen und für mich, also aus meiner Sicht, völlig berechtigte gelbe Karte. Also Sammy ist ein guter Freund von mir. Aber ja, da hat er sich die gelbe Karte verdient gehabt. Wenig später sieht Lizarazu gelb und natürlich darf bei so einem Spitzenspiel auch die berühmte Rudelbildung nicht fehlen. Giovanni hat von hinten immer schon so ein bisschen geschoben, hat mir dann mit dem Knie zwischen die Beine getreten, was schon sehr, sehr frech war und der Schiedsrichter stand eigentlich gut, hätte das ahnden müssen. Das ist alleine schon an sich ist rot. So, und da hat er sich aber nicht getraut, muss man auch ganz klar sagen, weil ich glaube, er wollte das nicht eskalieren lassen. So, aber normalerweise ist es rot. Tatsächlich aber gibt es nur gelb, dafür aber gleich zweimal, für Elber und für Addo. Dann sieht Lizarazu zum zweiten Mal gelb und fliegt. Warum sich Bayern-Boss Uli Hoeneß darüber echauffiert, bleibt auch dem neutralen Beobachter wohl ein Geheimnis. Die wilde Jagd geht unvermindert weiter. Meist ist Tomasz Rosický der Leidtragende. Da war schon der gewisse Bayern-Bonus da, weil ich glaube, hätten andere Mannschaften sowas gemacht, dann wäre die eine oder andere rote Karte mehr gekommen. Das Vergehen von Sunday Oliseh kommt vergleichsweise harmlos daher, gibt aber auch gelb. In einem Spiel, das längst mehr an einen altertümlichen Gladiatorenkampf erinnert. Zur Halbzeit führt der Gast mit 1:0. Nach dem Wechsel schießt Freddy Bobic in kürzester Zeit 3 Tore. Traumpass Rosický, Bobic trifft. Mit dem heutigen VAR ein klares Tor, nicht aber mit Linienrichter Bernd Hauer, der hier als einziger eine Abseitsstellung sieht und mit seinem Fähnchen wedelt. Dann ist Bobic beim Schuss von Dede nicht im Abseits und Addo nur passiv, weil nicht im Sichtfeld von Kahn. Auch dieser Treffer würde heutzutage zählen. Im April 2001 aber bleibt es weiter beim 0:1. Wir haben natürlich die Möglichkeit, mit dem Standbild zu arbeiten. Ich habe ja auch häufiger Schiedsrichter gemacht oder Linienrichter im Training und das ist nicht ganz so einfach. Es war eine Fehlentscheidung. Ich sage aber nicht, dass es jetzt bewusst war, aber es war eine Fehlentscheidung. In der 52. Minute darf Bobic dann tatsächlich jubeln. Borussia Dortmund erzielt den längst verdienten Ausgleichstreffer. Gut ausgeführter Freistoß von Evanilson, schnell. Freddy stößt rein. Sehr guter Ball von Lars hinter die Abwehrkette und Freddy rutscht rein und ist eine Fußspitze vor Samuel Kufur am Ball und macht das Ding rein. Es geht weiter wie bei Tyson gegen Holyfield zu ihren besten Zeiten. Manches bleibt ungeahndet, aber nicht alles. Ja, Hassan hat mich gefault da. Das war, wie gesagt, was die Bayern gemacht haben, ist, bevor wir überhaupt am Ball gekommen sind, haben sie schon, ohne zu versuchen, den Ball zu spielen, haben sie schon zugetreten. Ne? Zum Beispiel der Herr Addo, der gehört in den Zirkus und nicht auf den Fußballplatz. Der versucht ja gar nicht Fußball zu spielen, der versucht nur, den Ball vorzulegen und zu warten, bis irgendeiner dazwischen haut. Am nächsten Tag hatten wir einen Videodreh, das weiß ich noch ganz genau. Und da hat Uli sich bei mir persönlich entschuldigt. Und
Danach habe ich mich ja häufiger verletzt. Jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus war, habe ich einen Blumenstrauß von Uli Hoeneß mit persönlicher Karte und Widmung bekommen. Die Kartenflut ist damit aber noch längst nicht zu Ende. Stefan Effenberg setzt seinen Ellenbogen gegen Evanilson als Rambock ein. Wirklich bewusst im Magen mit dem Ellbogen rein. Er hat den Ball und will da zu vehement den Ball abschirmen und nimmt da auch eine Verletzung des Gegners in Kauf und deswegen völlig verdient. Scholl sieht noch gelb wegen Meckerns, Olli Kahn wenig später wegen Zeitspiels. Die Borussia kommt dem Führungstreffer immer näher. Dann die Nachspielzeit. Noch eine gelbe Karte für Sagnol und Freistoß für den BVB. Und dann der Gipfel. Mehr Pech geht kaum. Freistoß von Thomas Rositzky. Innenpfosten und dann kommt der Ball vom Innenpfosten in die Arme von Kahn, der in der anderen Ecke stand. Und ja, da hatten die Bayern sehr, sehr viel Glück gehabt. Kurz vor dem Ende setzt Schiedsrichter Hartmut Strampe die bis heute gültige Rekordmarke. Nach 12 gelben Karten, davon 10 für die Bayern, lässt er gegen Evanilson noch die zweite rote folgen. Es bleibt beim 1:1. Also insgesamt glauben wir schon, dass wir da nicht ganz fair behandelt wurden. Klar hatten wir auch Pech. Im Nachhinein, wenn man dann bestimmte Szenen dann auch noch im Fernsehen gesehen hat, okay, keine Abseits etc., dann wurde es dann noch klarer. Es war schon insgesamt für uns, aus unserer Sicht, sehr, sehr unglücklich gelaufen, dieses Spiel. Zweimal Aluminium, 2 reguläre BVB-Tore, die nicht zählen. Es hätte durchaus günstiger laufen können für unseren BVB. In jedem Fall aber war es eine epische Fußballschlacht für die Geschichtsbücher.